Wenn du selbstständig bist und ein Auto kaufst, solltest du dir zwei Fragen stellen. Und die erste Frage ist, kaufe ich dieses Auto jetzt privat oder kaufe ich es im Rahmen meiner Selbstständigkeit und nehme das Auto dann damit ins Betriebsvermögen auf? Wenn du dein Auto privat kaufst, dann gehört es dir privat, dann hast du alle Kosten auch privat zu tragen, also Anschaffungskosten, Tanken, Reparatur, Versicherung, Steuern und so weiter, bezahlst du alles privat, verändert auch nichts in deiner Steuerlast. Du kannst aber tatsächlich die gefahrenen Kilometer mit diesem privaten Auto trotzdem in deine Buchhaltung einbringen und damit deine Steuer reduzieren. Und zwar mit 30 Cent pro gefahrenen Kilometer. Oder du rechnest die tatsächlichen Kosten pro Kilometer aus, beispielsweise 58 Cent, und dann kannst du diese 58 Cent pro gefahrenen Kilometer in der Buchhaltung berücksichtigen als Leistungseinlage. Andere Möglichkeit ist, du kaufst dein Auto und ordnest das dem Betriebsvermögen zu. Das heißt, das Auto gehört dann deinem Unternehmen letztendlich. Und damit laufen alle Kosten, die du hast im Zusammenhang mit diesem Auto, über deine Buchhaltung und reduzieren deinen Gewinn. Also die Anschaffung, und du hast eventuell auch einen Vorsteuerabzug. Die Abschreibung, das Tanken, die Versicherung, Kfz-Werkstatt, die Steuer und so weiter. Alles erstmal zu 100% Betriebsausgabe. Was du dann aber machen musst, wenn du dieses Auto privat auch benutzt, für Wocheneinkäufe, Urlaub, Kinder zur Kita bringen und so weiter, diese private Nutzung des Firmeneigentums, das musst du versteuern. Das heißt, du ermittelst da einen Wert und dieser Wert erhöht dann deinen Umsatz. Und dadurch erhöht sich dann wiederum durch die private Nutzung auch dein Gewinn und dadurch musst du es dann versteuern. So wird die private Nutzung eines Firmenwagens in der Buchhaltung berücksichtigt. Und damit kommen wir zur zweiten Frage, die du dir stellen solltest. Wie ermittelst du eigentlich die Höhe dieser privaten Nutzung? Und dann gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Und zwar einmal die 1%-Methode. Bei der 1%-Methode sagt man nur so ganz pauschal, naja, du versteuerst 1% des Bruttolistenpreises. Also keine tatsächlichen Zahlen, keine tatsächliche Berechnung, sondern einfach pauschal den theoretischen Bruttolistenpreis nehmen und davon 1% nehmen und das musst du dann einmal im Monat versteuern. Also beispielsweise bei 50.000 Euro Bruttolistenpreis, 1% davon sind 500 Euro. Damit erhöht sich dann dein Umsatz um 500 Euro pro Monat und damit erhöht sich dann halt auch deine Steuerlast. Diese 1%-Methode ist natürlich relativ ungenau, weil es ist ja eher so ein theoretischer Wert. Der Bruttolistenpreis ist ganz selten gleich dem gezahlten Wert des Autos und das ist dann die Berechnungsgrundlage für eine Steuer. Und das ist natürlich nicht immer besonders genau und auch nicht immer besonders fair. Und deswegen gibt es noch eine zweite Methode. Diese zweite Methode heißt Fahrtenbuchmethode. Man führt ein Fahrtenbuch und schreibt einfach jede einzelne Fahrt auf, die du mit dem Auto erledigst. Egal, ob diese Fahrt beruflich ist oder privat ist. Und ganz am Ende des Jahres machst du quasi einen Strich drunter und kannst dann genau sagen, wie groß dein privater Nutzungsanteil ist. Beispielsweise 37,8%. Und dann nimmst du 37,8% der gesamten Kosten, die du im Laufe eines Jahres hattest, zum Beispiel für die Abschreibung, Versicherungen und Steuern und Tanken und so weiter. Du weißt Bescheid. Und dann versteuerst du 37,8% dieser gesamten Kosten, die du in einem Jahr hattest. Das heißt, auch dann wieder rechnerisch erhöht sich um diesen Betrag, den du damit ausgerechnet hast, dein Umsatz und damit steigt auch deine Steuerlast. So weit, so gut, könnte man jetzt sagen. Hier stellt sich natürlich die ganz zentrale Frage, was ist denn günstiger? Vollkommen unabhängig davon, dass die 1%-Methode manchmal ein bisschen ungenau ist, wenn sie attraktiver ist, ist sie ja trotzdem schön. Und da gibt es einen Firmenwagenrechner von Wimcar. Wimcar ist der Hersteller von so einem elektronischen Fahrtenbuch. Hast du vielleicht auch in dem ein oder anderen Video von mir schon mal gesehen. Darum soll es heute gar nicht gehen. Ich verlinke dir gerne mal mein Wimcar-Review-Video oben rechts. Schau es dir gerne an, wenn dich Wimcar näher interessiert. Wir wollen uns in diesem Video mal den Firmenwagenrechner etwas genauer anschauen und mal Autos durchrechnen. Und dann kann ich dir daraus abgeleitet auch sagen, wann welche Methode für dich wahrscheinlich günstiger ist. Und falls du das jetzt für dein Auto mit durchrechnen möchtest, dann klick mal unten in der Videobeschreibung auf den ersten Link und dann kannst du einfach deine echten Zahlen da eingeben und dann weißt du auch, was für dich attraktiver ist. Und mit den einführenden Worten würde ich sagen, wechseln wir einmal auf meinen Bildschirm und wir schauen uns den Rechner gemeinsam an. Wenn du auf den Link in der Videobeschreibung klickst, dann landest du auf dieser Seite und auf dieser Seite scrollst du einmal nach unten bis zum Firmenwagenrechner. Und der Firmenwagenrechner ist folgendermaßen aufgebaut. Auf der linken Seite machst du Angaben zu deinem Auto und zum Nutzungsverhalten, also wie viel du fährst, wie weit du da täglich pendelst zu deiner Arbeitsstätte. Und auf der rechten Seite siehst du einmal die Berechnung. Einmal die zu erwartenden Kosten. Das sind natürlich nicht die tatsächlichen Kosten, die du jetzt gerade mit deinem Auto hast. Aber ehrlicherweise weißt du ja sowieso noch nicht, wie viele Kosten du im nächsten Jahr mit deinem Auto haben wirst. Von daher kannst du das sowieso nur schätzen und diese Schätzung
Schätzungen basieren auf der Realität, auf den Erfahrungswerten von den Angaben, die du hier auf der linken Seite gemacht hast. Das heißt, welches Auto du ausgewählt hast, wie hoch die Kilometerfahrleistung ist und so weiter. Und dann wird gegenübergestellt die 1%-Methode. Die basiert dann auf dem Bruttolistenpreis, den du hier auch angibst. Der wird dir auch vorgeschlagen, je nachdem, welches Auto du hier angibst, wird hier ein Vorschlag gemacht, wie hoch wohl der Bruttolistenpreis ist. Den kannst du aber auch bearbeiten. Also wenn du den exakt kennst, dann solltest du hier natürlich den exakten Bruttolistenpreis eintragen und basierend darauf wird die 1%-Methode durchgerechnet. Und hier in dem Beispiel führt die 1%-Methode zu einer steuerlichen Belastung von ungefähr 1.900 € pro Jahr. Die Fahrtenbuchmethode wird ebenfalls ausgerechnet. Die ist extrem abhängig von den tatsächlichen Kosten, das heißt von dem Wert hier oben und letztendlich von dem privaten Nutzungsanteil. Du musst bei der Fahrtenbuchmethode den privaten Nutzungsanteil von der gesamten Kostenbasis tragen und deswegen sind bei der Fahrtenbuchmethode vor allem die private Nutzung und die zu erwartenden Kosten relevant. Und das führt jetzt in dem Beispiel zu einer jährlichen Steuerbelastung von 547 €. Ist also signifikant günstiger. Das ist natürlich nicht immer so. Manchmal ist auch die 1%-Methode günstiger. In welchen Konstellationen was tendenziell eher günstiger ist, das schauen wir uns gleich einmal näher an. Hier ist es aber sehr eindeutig die Fahrtenbuchmethode und dann musst du letztendlich noch das Fahrtenbuch führen. Also wenn du jetzt sagst, naja, hier die 1.338 €, die würde ich lieber nicht dem Finanzamt überweisen, sondern die hätte ich lieber in meiner eigenen Tasche, bedeutet für dich Fahrtenbuch führen. Entweder Papierform, sehr aufwendig, sehr fehleranfällig, gibt es schon einige Videos auf diesem Kanal, kann ich persönlich auch nicht empfehlen. Was ich persönlich benutze tatsächlich, ist das Wimcar Fahrtenbuch. Jetzt nicht groß überraschend, auch Partner für dieses Video. Das Wimcar Fahrtenbuch ist natürlich eine ganze Ecke teurer als diese Heftchen, aber es ist finanzamtkonform. Man kriegt deutlich seltener Ärger mit dem Finanzamt und vor allem ist es erheblich weniger Aufwand, dieses Ding zu führen. Also ich habe diesen Stecker im Auto und dann wird jede Fahrt mitgetrackt und ich kann im Smartphone dann mein Fahrtenbuch führen. Das kostet natürlich ein bisschen, ganz konkret 300 € im Jahr und hier wird das Ganze sogar ausgerechnet. Unterm Strich würde man mit Wimcar Fahrtenbuch in dem Fall ungefähr 1.000 € sparen im Vergleich zur 1%-Methode. Da sind dann die Kosten fürs Fahrtenbuch schon eingerechnet. Ich möchte in diesem Video auch nicht vorschreiben, wie du dein Auto zu versteuern hast und wie du das Ganze dann ermitteln solltest. Das darfst du selber entscheiden. Ich möchte mich in diesem Video darauf konzentrieren, dir einmal diesen Rechner zu erklären, damit du weißt, wie du damit arbeiten kannst und am Ende auch so die Parameter erklären, die am Ende dazu führen, dass das eine günstiger ist oder das andere, weil letztendlich ist das Ganze nicht so besonders komplex und dann kannst du anschließend das Ganze für dich durchrechnen und selbst deine Entscheidung fällen. Und zwar gibt es im Wesentlichen 3 Parameter, die entscheidend sind, ob jetzt die Fahrtenbuchmethode oder die 1%-Methode günstiger sind. Und ganz offensichtlich ist der Bruttolistenpreis ganz entscheidend. Den Bruttolistenpreis, den müssen wir hier eintragen. Und der verändert sich natürlich, wenn wir hier ein anderes Auto eintragen. Wir können hier oben auswählen Verbrenner, Elektro oder Hybrid. Komme ich gleich nochmal dazu. Und dann kannst du hier auswählen, was für ein Auto du denn angeschafft hast. Also wenn ich hier zum Beispiel eine Mercedes-Benz S-Klasse auswähle, dann wird das Auto natürlich ein bisschen teurer. Wenn ich dann noch die Motorisierung auswähle und da so ein bisschen nach oben gehe, dann steigt natürlich der Wert. Das heißt, ich habe hier einen Bruttolistenpreis in dem Fall von 145.000 € und das ist dann die Basis für die Berechnung der 1%-Methode. Das heißt, ich muss für die private Nutzung dieser S-Klasse dann 1% von den 145.000 € pro Monat versteuern. Das bedeutet ganz konkret, dass ich 1% von 145.000 € rechne. Das sind dann 1.450 € und diese 1.450 €, die muss ich jeden Monat versteuern. Mit meinem persönlichen individuellen Steuersatz und das dann halt jeden Monat. Diese 17.415 €, die ich quasi als Leistungsentnahme auf meinen Umsatz draufrechne, erhöhen natürlich meinen Gewinn und bei einem durchschnittlichen Steuersatz in Deutschland führt das zu einer zusätzlichen Steuerbelastung von 7.314,65 €. Das ist natürlich nur so eine ungefähre Angabe. Es ist abhängig auch von deinem individuellen Steuersatz. Das ist ein Durchschnittswert und das ist für dich schon mal grob die Orientierung. So teuer wäre dann diese S-Klasse auch privat zu fahren bei einer privaten Nutzung von 10%. Bei der Fahrtenbuchmethode spielt dieser theoretische Wert des Bruttolistenpreises überhaupt gar keine Rolle. Bei der Fahrtenbuchmethode sind die tatsächlichen Kosten des Autos während eines Jahres entscheidend. Die siehst du hier oben aufgeführt. Und davon wird jetzt der private Nutzungsanteil genommen. Das heißt in dem Fall 10%. Man rechnet die gesamten Kosten zusammen, nimmt davon jetzt 10% und das ist letztendlich der Wert, den ich gewinnerhöhend in der Buchhaltung berücksichtige und den ich dann versteuern muss. Das führt in diesem ganz konkreten Beispiel dann zu einer Steuerlast
bei einem durchschnittlichen Steuersatz in Höhe von 1.314,65 €. Das heißt, dieses Beispiel ist ja exemplarisch für, oh, Fahrtenbuch ist jetzt super günstig. Und wir können anhand dieses Beispiels aber mal hervorragend schauen, wie sich bestimmte Veränderungen auf die steuerliche Differenz auswirken. Weil wir haben hier genau einen Unterschied von 6.000 €. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, der Bruttolistenpreis geht runter, dann sinkt tatsächlich die Steuer bei der 1%-Methode. Bei der Fahrtenbuchmethode ändert sich aber gar nichts. Das heißt, wenn ich hier jetzt davon ausgehe, dass der Bruttolistenpreis nur in Anführungszeichen nur 120.000 € hoch ist, dann geht die Steuerlast bei der 1%-Methode nach unten, bei der Fahrtenbuchmethode bleibt sie komplett identisch. Bei der Fahrtenbuchmethode, habe ich eben schon gesagt, sind die tatsächlichen Anschaffungskosten entscheidend. Wenn ich dieses Auto jetzt für 100.000 € gekauft habe, sollte sich ja die Steuerlast bei der 1%-Methode nicht verändern, weil da spielt ja nur der theoretische Wert des Bruttolistenpreises eine Rolle, aber die tatsächlichen Kosten ändern sich, weil in den tatsächlichen Kosten sind ja die Abschreibungen enthalten. Das heißt, die tatsächlichen Anschaffungskosten geteilt über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer sind ja Teil der Kostenbasis. Das heißt, wenn ich dieses Auto jetzt günstiger einkaufe, unabhängig von dem theoretischen Bruttolistenpreises, müsste ja die Steuer bei der Fahrtenbuchmethode runtergehen. Und genau das schauen wir uns einmal an. Aktuell zahlen wir 1.314 € Steuern pro Jahr. Wenn ich das Auto aber für 100.000 € kaufe, dann sinkt die Steuerlast bei der Fahrtenbuchmethode, bei der 1%-Methode bleibt sie unverändert. Und ganz erheblich sinkt natürlich die Kostenbasis für die 1%-Methode, wenn das Auto gar nicht mehr abgeschrieben wird. Wann wird ein Auto gar nicht mehr abgeschrieben? Wenn ich seit 6 Jahren besitze oder mehr als 6 Jahre, weil ein Auto wird normalerweise über 6 Jahre abgeschrieben. Das heißt, wenn ich ein Auto jetzt vor 8 Jahren gekauft habe, dann ist es einfach vollständig abgeschrieben. Das heißt, es gibt keinen Wert mehr in der Buchhaltung und damit habe ich auch keine Abschreibungsbeträge mehr, die ich dann irgendwie noch versteuern muss. Das heißt, wenn ich hier oben sage, ich besitze dieses Auto schon länger als 6 Jahre, dann sinkt auf der rechten Seite die Abschreibung auf 0 und die steuerliche Belastung bei der Fahrtenbuchmethode. Wir merken uns, 1.230 € ist die Steuerlast. Jetzt sage ich aber, nee, das Auto, das ist schon relativ alt. Ich habe das schon seit mehr als 6 Jahren und damit wird es nochmal eine ganze Ecke günstiger. Wir sehen auch, bei der 1%-Methode hat sich dadurch gar nichts verändert. Wir sehen hier also schon mal so ein paar Stellschrauben, die dazu führen, dass sich der eine Wert verändert oder der andere. Also Bruttolistenpreis, eher theoretischer Wert, tatsächlichen Anschaffungskosten, ob diese tatsächlichen Anschaffungskosten tatsächlich noch abgeschrieben werden oder schon komplett abgeschrieben worden sind. Diese Informationen und diese Tatsachen verändern die Steuerlast jeweils bei der 1%-Methode oder der Fahrtenbuchmethode. Es gibt aber noch einen ganz zentralen Punkt, der auch einen sehr großen Einfluss hat. Und zwar geht es um den privaten Nutzungsanteil. Je niedriger der private Nutzungsanteil ist, desto attraktiver ist die Fahrtenbuchmethode. Das ist, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, eigentlich auch relativ logisch, weil die 1%-Methode geht ja von so einem pauschalen Wert aus. Und wenn die private Nutzung jetzt tatsächlich niedriger als diese Annahme ist, dann sind die tatsächlichen Werte natürlich attraktiver, also die Fahrtenbuchmethode. Wenn man das Auto aber relativ umfangreich privat nutzt, dann wird tendenziell zumindest die 1%-Methode günstiger. Wichtiger Hinweis an der Stelle ist allerdings, wenn du selbstständig bist, kannst du die 1%-Methode nur in Anspruch nehmen, wenn du das Auto zu mindestens 50% auch beruflich nutzt. Weil sonst würde jeder, der das Auto zu 90% privat nutzt, einfach die 1%-Methode nehmen. Super attraktiv, wird alle Kosten über die Buchhaltung laufen lassen, geht aber nicht. Deswegen kannst du diese 1%-Methode aber nur nutzen, wenn du zu mindestens 50% das Auto auch betrieblich nutzt. Die ganze bisherige Berechnung hat sich jetzt an 10% privater Nutzung orientiert, was in meinem konkreten Leben relativ wenig ist. Meine private Nutzung liegt eher bei 30-40%. Aber wir treiben es mal auf die Spitze, weil dieses Szenario jetzt ist sehr pro Fahrtenbuch. Das heißt, hier ist der Vorteil des Fahrtenbuchs schon sehr, sehr groß. Also der liegt jetzt steuerlich gesehen bei 5.342 €. Das heißt, ich zahle über 5.000 € weniger Steuern, wenn ich ein Fahrtenbuch führe. Dieser Vorsprung und dieser Vorteil wird erheblich kleiner, je größer der private Nutzungsanteil ist. Und wir wählen hier einfach mal, um das Extrembeispiel zu nehmen, 50%. Wie gesagt, drunter dürfen wir gar nicht, weil dann stellt sich die Frage nicht mehr, dann musst du ein Fahrtenbuch führen. Und zwar wählen wir hier einmal 50% aus und so schnell wird der steuerliche Vorteil kleiner. Es ist aber noch ein Vorteil. In anderen Konstellationen wäre es unter Umständen keiner mehr. Aber wenn ich das Auto jetzt nicht mehr zu 10% privat benutze, sondern 50-50 privat und beruflich, dann kann ich trotzdem noch beide Methoden anwenden, aber der Vorteil des Fahrtenbuches ist halt einfach entsprechend kleiner und zwar in dem Fall bei
2.522 €. Warum hat er sich jetzt verändert? Gar nicht wegen der 1%-Methode. Die ist immer noch einzementiert bei 6.048 €. Warum? Ja, weil der einzige Wert, der hier eine Rolle spielt, ist der Bruttolistenpreis. Und den habe ich ja gar nicht verändert. Das Einzige, was ich verändert habe, ist der prozentuale Anteil, den ich von den tatsächlichen Kosten versteuern muss. Und das wird nur bei der Fahrtenbuchmethode berechnet. Diese 50% private Nutzung, die ich hier unten angebe, sorgt nur dafür, dass ich von der gesamten Kostenbasis, die hier oben steht, 50% nehme und die versteuern muss. Und wenn diese Kostenbasis jetzt höher ist, dann sinkt der Vorteil des Fahrtenbuches noch weiter. Und zwar, wenn ich sage, nee, das Auto ist gar nicht so lange im Betrieb, eigentlich muss ich es noch abschreiben und dann sage ich, nee, das habe ich letztes Jahr gekauft, deswegen muss es noch abgeschrieben werden. Und zack, ist der Vorteil des Fahrtenbuches nochmal eine Ecke kleiner, weil die Kostenbasis wieder nach oben gegangen ist. Letztendlich kann man das auch so pauschal zusammenfassen. Ein hoher Bruttolistenpreis im Verhältnis zu niedrigen laufenden Kosten führt dazu, dass die Fahrtenbuchmethode attraktiver ist. Und bei den niedrigen laufenden Kosten ist es eigentlich auch egal, wie sie zustande kommen. Ob sie dadurch zustande kommen, dass du das Auto günstig eingekauft hast oder ob es einfach schon vollständig abgeschrieben worden ist oder es einfach wenig verbraucht und du deswegen seltener tanken musst, ist es eigentlich relativ egal. Je niedriger die laufenden Kosten im Verhältnis zum theoretischen Bruttolistenpreis ist, desto attraktiver ist die Fahrtenbuchmethode. Und der zweite Faktor ist der private Nutzungsanteil. Je niedriger der private Nutzungsanteil ist, desto attraktiver ist die Fahrtenbuchmethode und je höher der private Nutzungsanteil ist, desto attraktiver ist die 1%-Methode. Und mit diesem Wissen kann man sich so eine Art Break-Even-Point ausrechnen. Das heißt, ab welchem privaten Nutzungsanteil lohnt sich eigentlich ein Fahrtenbuch im Vergleich zur 1%-Methode? Und die Formel lautet dafür folgendermaßen: 12 mal 1% vom Bruttolistenpreis, also 12 Monate in einem Jahr und dann einfach die 1%-Methode, 1% vom Bruttolistenpreis, geteilt durch die Kosten, die du innerhalb eines Jahres trägst, um dieses Auto am Fahren zu halten. Also Abschreibungen, Versicherungen, Werkstatt, Tanken und so weiter. Die gesamten Kfz-Kosten eines Jahres. Und dann bekommst du als Ergebnis einen Wert raus, bei dem die 1%-Methode und die Fahrtenbuchmethode exakt identisch sind. Und wenn dann die private Nutzung niedriger ist als diese Schwelle, dann ist die Fahrtenbuchmethode attraktiver. Rechnen wir das anhand eines Beispiels aus, gehen wir davon aus, ein Auto hat einen Bruttolistenpreis von 50.000 € und produziert Kosten durch Abschreibung, Versicherung, Werkstatt, Tanken und so weiter in Höhe von 8.000 €. Wir rechnen also 12 mal 1% von 50.000 €. 1% von 50.000 € sind 500 €. 12 mal 500 € sind 6.000 €, geteilt durch die gesamten Kosten eines Jahres 8.000 €. Das heißt, wir rechnen 6.000 € geteilt durch 8.000 €, das sind 3/4. Also 75%. Das heißt, bei diesem Beispiel ist eine Fahrtenbuchmethode günstiger, wenn der private Nutzungsanteil unter 75% liegt. Ehrlicherweise stellt sich die ganze Frage nicht, weil die 1%-Methode kannst du ja nur wählen, wenn der private Nutzungsanteil mindestens 50% ist. Das heißt, in dem Fall ist die Fahrtenbuchmethode auf jeden Fall attraktiver. Wenn du dazu noch Fragen hast, zu der Berechnung, zum Fahrtenbuch, zur 1%-Methode, zu Wimcar, zu was auch immer, dann lass es mich gerne unten in den Kommentaren wissen und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Falls du den Firmenwagenrechner jetzt selbst ausprobieren möchtest, ich habe es schon erwähnt, klick auf den ersten Link in der Videobeschreibung, rechne das Ganze einfach mal für dich durch oder klick einfach direkt hier. Und jetzt ist der beste Zeitpunkt, diesen Kanal zu abonnieren, dann bleibst du immer auf dem Laufenden, was Steuern und Finanzen und Buchhaltung und so betrifft. Oder du schaust dir einfach direkt ein weiteres Video auf diesem Kanal an, zum Beispiel das hier oder das hier.